Boah, ist das hart. Das hier ist ein Material, das hilft Menschen, sich zu ernähren. Das sind Düngemittel aus Salzen eines hessischen Bergwerks. Und da nehme ich euch heute mit hin und ihr seht, die richtigen Klamotten habe ich schon an. Heute mal kein Hoodie, nein, heute die perfekte Kluft, um 500 Meter in die Teufel zu fahren, in ein Bergwerk von K+S. Wenn man an Bergbau denkt, hat man doch immer diese klassischen Bilder im Kopf. Und mich interessiert, wie schafft es ein 130 Jahre altes Bergbauunternehmen ins digitale Zeitalter zu kommen? Wie navigiere ich durch unruhige Zeiten und das als weltweiter Rohstofflieferant? Und wie man ein 130 Jahre altes Bergbauunternehmen durch die Digitalisierung und moderne Krisen führt, das erklärt mir jetzt Christian. Was macht ihr denn genau? Ja, du wirst dich wundern, welche Rohstoffe wir hier abbauen. Mit denen hast auch du heute schon viele Berührungspunkte. Wir produzieren hier Dünger. Der frische Salat, den du auf dem Wochenmarkt kaufst und ähnliches, all das braucht unser Dünger. Aber neben den Düngemittelprodukten haben wir auch verschiedenste industrielle Anwendungen oder in der Pharmazie. Ob es Tabletten sind, ob es für Dialyseprodukte ist. Aber beispielsweise auch, wenn du heute Morgen schon telefoniert hast, Klar. so ein Handy-Display, da sind auch Salze drin verarbeitet. Da sind Salze drin. Da sind Salze drin. Und wo genau sind die? Letztendlich das Glas, das Display. Dafür brauche ich auch Salze, um dieses Glas zu produzieren. Und ich habe es aus der Hosentasche geholt. Die Kleidung, da brauchst du auch Salze für. Die Kleidung zu produzieren und so weiter. Überall sind unsere Produkte drin. Du bist früher Wirtschaftsprüfer gewesen und dann zu K+S gekommen. Hier geht's lang, okay. Was hat dich dazu bewegt und wolltest du als Kind schon Bergmann werden? Ich bin in einer Kali-Region am Rande Hannovers groß geworden. Deswegen hatte ich schon immer den Bezug zum Bergbau. Habe auch verschiedenste Bergbaumuseen besucht, weil diese Tradition und das Fördern von Rohstoffen mich immer begeistert hat. Und war dann später auch in meiner Rolle als Wirtschaftsprüfer 20 Jahre für K+S tätig. Und dann habe ich den Schritt zum Mandanten gewagt und bin total begeistert. Was sind denn so die Herausforderungen als Rohstofflieferant in Deutschland? Ja, die großen Herausforderungen sind natürlich weiterhin, die Rohstoffe überhaupt zu erreichen. Wir fahren ja jetzt über 500 Meter in die Tiefe und das ist natürlich mit hohen Investitionen verbunden. Die Investitionen tätigst du halt für einen ganz langfristigen Zeitraum. Sind wir schon unten? Ja, das ist immer das Wichtige, dass natürlich die Kippstelle nicht so weit weg ist. Deswegen wird die immer hinterher gesetzt, weil das kostet am Ende des Tages auch Zeit. Vorne wurde gesprengt und das lose Gestein wird jetzt hier über den Lader zur Kippstelle transportiert. Und hier kommen jetzt 14 Tonnen Rohsalz. Und die Schaufel sieht richtig gut gefüllt aus. Ja, hier fahren wir immer mit Slicks am Ende des Tages und die werden dann aber auch wieder ausgetauscht, erneuert. Aber auch so ein Reifen, das ist halt ein Vermögen. Wenn ich überlege, dass so ein Lader 1,2 Millionen ungefähr kostet und du siehst ja, du bist ja auch ein bisschen autoaffin, das sind richtige Autos, ne? Wie fährst du das Ding überhaupt? Ich habe niemanden gesehen, der es fährt. Doch, das kann ich dir zeigen. Da sitzt der Kollege dann vorne in dem Führerhaus. In dem kleinen Ding? In dem kleinen Ding. Von da aus wird... Der sieht doch gar nichts. Wow. Aber wie gesagt, du siehst auch hier Hightech-Display, Kameras links und rechts, dass er die Kippstelle im Blick hat. Das ist die Hintenkamera und das ist die vorne mit der Schaufel dann. Genau. Ja? Die Schaufel, die kannst du dann auch mit dem hier. Die könnte ich jetzt theoretisch anheben, wieder sacken lassen. Wenn du nach vorne machst, ja. Schippe kippen. Wie viele Tonnen kriegst du in die Schaufel rein? Ja, in die Schaufel hier passen 14 Tonnen rein. 14 Tonnen kriegt ihr da rein. Und wenn wir da uns einmal reinstellen, das ist ja glatt hier. Ist schon beeindruckend. Das steht glatt. Ja, das Produkt soll leicht in die Schaufel fallen und natürlich optimal wieder rausfallen. Und deswegen werden auch alle Daten dieser Maschine, dieses Laders gesammelt.
um dann natürlich immer weiter die Förderung oder sei es mal das Laden in die Schaufel zu optimieren. Weil jede Tonne, die ich mehr in der Schaufel habe, optimiert drin habe, habe ich mehr Produkt am Ende des Tages zur Kippstelle befördert. Das heißt, auch der Bergbau wird immer digitalisierter. Ja, also alle Daten werden von dem Lader hier gesammelt über die Schicht, werden dann ausgewertet. Jetzt habt ihr 500 Meter unter der Erde Internet. Wie kriegt ihr das erstmal hier runter? Mit dem Kabel, das mir sieht. Ganz klassisch. Ja, ganz klassisch, Das denkt man ja gar nicht mehr. Ja. Ja. Für was braucht ihr dann das Internet hier rum? Also vielleicht ein Spaß auch so, wenn man mal zum Beispiel LinkedIn gucken mal will. Oder mal auf wichtig. News hier, was bei uns News sind. Aber Hauptbeschäftigung ist eigentlich hier mit diesem Mining-Cockpit von uns. Das bedeutet? Da hast du die komplette Kippstelle, eine komplette Aufstellung, kannst deine Mitarbeiter einteilen. Siehst du, wer was macht? Ich sehe jetzt genau, wer es macht. Ganz wichtig, dass wir halt das hier auch zum optimalen Personaleinsatz nutzen können, um möglichst effizient fördern zu können. Und die ganzen Daten, sei es mal von deiner Tätigkeit unter Tage, werden auch gesammelt, um immer effizienter und optimaler den Kalibergbau halt zu gestalten. Und deswegen brauchen wir halt auch unter Tage Internet, Daten sammeln, Wartungspausen reduzieren und Ähnliches. Habt ihr zu früh reingeguckt? Ja. Ein paar Millionen. Ja, aber trotzdem ist es faszinierend, ne? Also einfach diese Strukturen zu sehen, welche Herausforderungen du dann hast, dann vernünftig zu bauen. Ne? Wo willst du letztendlich genau den Kaliflöz treffen und nicht zu viel anderes Gestein mit abbauen? Ich bin ja neugierig. Ich muss Ja. da jetzt mal dran schlecken. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also ungefähr hier, das sind die Mineralien, die wir auch in unserem Körper haben. Ne? Also vielleicht auch sogar die Menge, weil das sind die Kernmineralien. Das ist Kali, das ist Natrium, das ist Magnesium, Schwefel, die wir für den menschlichen Organismus brauchen. Ich stelle mir auch vor, dass ihr eine Herausforderung habt mit den Rohstoffpreisen an den Weltmärkten. Ja, also die Rohstoffpreise gehen ja hoch und runter und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, dass wir gerade in Niedrig-Kali-Preisphasen, dass wir dann auch resilient sind, damit wir auch weiterhin dann wirtschaftlich abbauen können. Ihr plant sehr langfristig. Jetzt komme ich von der Börse, das ist unheimlich schwierig, ich bin so ein kurzfristiger Typ. Was ist die Herausforderung? Ja, wir investieren halt sehr, sehr große Summen und der Abbau dauert relativ sehr lange. Das heißt, wenn wir eine Mine erschließen oder erweitern oder auch umbauen, dann brauchen wir einen relativ langen Horizont, den wir betrachten, wenn wir das Geld letztendlich am Ende des Tages verdienen, aber auch verdienen können. Und das ist immer die Herausforderung, wenn wir dann wieder unsere Börsenkursentwicklung sehen, dass da eine sehr enge Korrelation zum tatsächlichen aktuellen Kalipreis ist. Das heißt, die Langfristigkeit unserer Investitionen wird gar nicht widergespiegelt im tatsächlichen Aktienkurs. Was heißt denn langfristige Planung bei euch? Und wenn ich über den Teich springe in Kanada, wo wir auch ein Werk haben, da wissen wir, dass wir die nächsten 150, 200 Jahre abbauen können. Also ein sehr langer Zeithorizont, der berücksichtigt werden Also muss. jetzt schon die Grundlage 130 Jahre, K plus S, nochmal 130 mindestens drauf. Das ist unser Ziel, weil am Ende des Tages den Rohstoff, den wir hier fördern, der wird nie ersetzt durch ein anderes Produkt. Rohstoff ist die Basis fürs Leben, für die Ernährung.